Runde. Wir spielen Genshin Impact weiter. Da es jetzt scheinbar oh, es wird schon Nacht, Abend. Da es scheinbar ein neues Event gibt. Das startet unser liebes Versamlung der Erleuchtung. Und um dieses Event spielen zu können, muss man einen Auftrag erledigt haben. Was meint ihr? Was werden wir heute machen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Na dann, in dem Sinne, guten Abend, Candy. Hallöchen Max, Hallöchen Sakomoshi, Hallöchen Milena, Hallöchen Anime Girl, Hallöchen Maus. Hi. Hallöchen Sie. Hallöchen Mia. Hallöchen Alina. Und seid ihr alle gut durch den Tag gekommen? Sollte auch noch den Post in der Drachenhöhle raushauen, dass wir jetzt live sind. Everyone, der Stream fängt an. Joa. Hallöchen Achi. Wie sieht's aus? Hallöchen Miss Evoli. You know, Paimon's heard that Alhaitham's been made acting Grand Sage, but with that personality of his, oh boy. You think things will be okay? Why don't we go to the Academia and ask around? Kasi, kannst du mir erklären, wie ich noch nach 3 Stunden den Restream gucken soll? Was meinst du mit 3 Stunden? Ich bin verwirrt. Was meinst du? Servus Malte, Hallöchen Hijack. Ey, fühl dich geknullt. Fühl dich geknullt. Also, scheinbar hat Alhaitham Probleme mit seiner Stelle. Oder zumindest glaubt Paimon, dass er Probleme haben könnte. Habt ihr die Quest schon hinter euch? Habt ihr sie schon gespielt? Wer von... Alle, die die Quest schon gespielt haben, plus in den Chat. Alle, die sie noch nicht gespielt haben, minus. Damit ich einen Überblick bekomme. Wer von euch hat alles den Legendenauftrag gespielt? Okay. Sind dabei. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es abgeht. Oh, und wenn wir schon bei interessanten Storys sind. Ihr wisst doch, dass ich so ein kleines Rollenspiel AK, Filmclub AK, meinen eigenen Anime machen will. Die grobe Story steht. Soll ich euch das Genre verraten für den Anime? Wer will das Genre für den Anime erfahren? Erzähl. Das Genre ist ein total Nee, es ist eigentlich nichts. So viele gibt's davon nicht. Es ist ein Reversed. Und welches Wort wird jetzt kommen? Was ist das zweite Wort nach Reversed? Los. Reversed. Er ist ein gängiger Begriff im japanischen Animes-Kosmos. Also reversed, also ein umgekehrter. Wer sagt das nächste Wort? So viele gibt es gar nicht mit reversed. Los, irgendjemand von euch wird doch wissen, was... Ja, nee, klar, Alina. Ernsthaft? Ihr kennt das zweite... Wer von euch kennt den Anime The Devil is a Part-Timer? Und welches Genre ist The Devil is a Part-Timer? Ein Isekai. Er ist ein Reversed Isekai. Also Isekai ist ja transferred in another world, also in eine andere Welt transferiert. Aber bei uns, wir sind in unserer Welt und etwas kommt in unsere Welt.
Vielleicht macht Demo mit, mal schauen. Kann auch, wie euch dieses Genre gefällt. Ich bin ein Isekai-Fan. Manche meinen, es ist so ein bisschen ausgelutscht. Aber wir haben ja dann ein Reversed Isekai. Wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich überhaupt hin? Da hoch muss ich. Gehen wir einen Umweg. Mir geht's ganz gut und selbst? Also, das ist eine sehr gute Frage. Also gebürtig ist da ein Junge. Also ein Kerl. Demo ist ein Kerl. Wie komme ich jetzt da hoch? Also, wie gefällt euch eigentlich so das Thema? Seid ihr ein Isekai-Fan oder sagt ihr, ach nee, nicht schon wieder? Schnief. How's everything going with your thesis? I should be able to publish it next month. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar was one of your thesis advisors. Honestly, I was afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? The newly appointed acting Grand Sage reviewed all of our projects and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? That sounds like a new thing. Mhm. Sehen wir gleich Jean? Yeah, I heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. Noch einmal, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bye, bye. Euch in Midnight. Mir geht's ganz gut und selbst? But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Zum anderen, That sounds like a good idea. zum anderen stellvertretenden Grandmaster. They're really out of their minds, making Alhaitham the acting Grand Sage? Take it easy, Professor. I'm puzzled as well. Just going by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Weil er es geschafft hat, mit seinem genialen Plan Nahida zu befreien, während ihr Pfeifen nichts gemacht habt die ganzen 500 Jahre. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! Weil du gerade sehr gut beweist, dass du einen sehr begrenzten Verstand hast. He was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. Ja, hat ja auch was gebracht. What brazen arrogance! Misery of miseries! For the academia to have him as the acting Grand Sage? Schnief. Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Alle wollen mich smashen, das ist nicht gut. Was habe ich euch getan, dass ihr mich gegen eine Wand schmeißen wollt? Psst. Wanna hear a secret? I've heard the new acting Grand Sage is from Haravatat.
Really? Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Aha. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Dann so die typischen Mitläufer. Wow. News of Alhaitham being the acting Grand Sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon thought. Raufasertherapete. Schön. Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. Hey, are you okay? The Matra. Saino? The Matra? I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. Fliegt er gleich um? In the state you're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I could trust. Dann bringen wir ihn jetzt zu Saino? Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Gibt es noch andere Matras? Außer Saino? Since you put it that way, fine, we'll take you to a Matra. Oh, jetzt bin ich gespannt, zu wem wir gehen werden. We Bye bye, promised to Achi. take him to a Matra, but we don't know that many, do we? Saino. Oh, wait, Sino should be back at the Academia. Let's go find him. Mhm. Gibt es überhaupt andere? Ernsthaft? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wie viele andere Matras gibt es hier? In der ganzen Zeit haben wir nur Saino gehabt. Hey there, excuse us, but is Sino at the Academia? You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. Nein. Wie weit kann man mich eigentlich hören? Kann man mich gut hören? Kann man das Spiel gut hören? But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with a Matra. It sounds like something urgent. Bei mir ist es Ganyu. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Haben wir auch schon versucht. Siraj. Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? Ich finde es toll, wie die Musik jetzt sich geändert hat und jetzt sehr düster und unheimlich ist. I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. Oha. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? Willkommen zurück, Machsklave. I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous, and that they must be stopped. Danger? Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Ja, sicher ist sicher. Please don't take it the wrong way.
This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. Wir werden ihn nie wiedersehen, oder? Wir warten schon länger und aus als erwartet. Oh. Huh? Alhaitham? Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Alhaitham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all. Aha. Ja, nee, ist klar. Really? I'm surprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, Traveler? It's already against protocol for Acting Grand Sage Alhaitham to participate in this investigation. As for you two... Ja, uns beiden. Oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. Wer hat dich zum Boss gemacht? Dein Boss steht rechts neben dir. Also Don't links. you worry. Our lips are sealed. Mann. Alright, in that case, I'll fill you in on what we know so far. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. Klingt auf jeden Fall sehr seltsam. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We already said that we're coming! Na dann. Seltsame Ausnahme nimmt der Chat auf Twitch an. Dass mein Chat mal zu einem Sklavenmarkt werden würde. We're here, Acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham? Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Wow. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Alhaitham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. Hatte ja schon das letzte Mal gut geklappt. Ja, kriegst du. Ein kleines Pat-Pat. He's the same as ever, casually ignoring people just like he did back at Aro Village. Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. Was meinst du damit? Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. Böse. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though.
I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Wow, das heißt, er ist nur mitgekommen, um quasi denen zu zeigen, okay, eigentlich will ich mich bei euch nicht einmischen, ernsthaft. Hey, ich will mich bei euch einmischen, um dir zu zeigen, dass ich mich bei dir nicht einmischen werde. Lol. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, acting Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Oder jemand hat mit seinem Verstand Acting herumgespielt. Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Ksharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Narendra. Acting Sage Alhaitham? Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? Ha, Narr, es gibt keine zu kleinen Aufgaben. Jede Aufgabe ist wichtig. Huh. What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up, or run into you all. Okay. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Das Whatever the kommt. case, it seems that this lead ends here. Das klingt eher so, als wäre das The good inszeniert. news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Das würde ich stark verneinen. Das hört sich sehr seltsam an. So ist Tanjiro. Do you have any more questions for the suspect? No. He's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. Jetzt sag ich glaube, man hat ihm in Erinnerung eingepflanzt. However, I am curious. What do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. Follow me. Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? Kennst du Sirai? Yes. We were classmates. Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. Willkommen zurück, Elena. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? So ist Harald. You couldn't be further from the truth. But I wasn't expecting much from you to begin with.
For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. Mir geht's ganz gut und selbst? He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. Was? Die Evolution von Menschen zu untersuchen ist verboten? Ist das also kein Forschungsinstitut, sondern eine Kirche? My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. Es klingt fast, als wäre der Sumeru sowas wie der Vatikanstaat. So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilias, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. Was ist mit meinem Internet los? Excuse me? However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't... Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Dam, dam, dam. Er ist in Wahrheit ein Klon, eine Maschine. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry, we'll help you get them all back. Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Noch? Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. Na dann, lasst uns losgehen. Ein halbes Jahr schon. Wow. Wie die Zeit vergeht. Wenn es so weitergeht, werde ich gleich Level Dingsbums erreichen. Gibt es eigentlich Leute mit Full Body und also VR und Full Body im Stream? Ich suche noch Leute für dieses Anime-Projekt. Hust, hust. Wieso willst du mir einen Löwen schicken? Was meinst du mit letzter Woche?
Also gestern haben wir erst Star Rail gespielt. Ah. So putzig, wenn sie sich fast überschlägt. Moment, lasst mich mal was überprüfen. Dann kann es direkt weitergehen. Wow. Nee, das wäre ein bisschen viel. Das wäre ein bisschen viel. Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up. Ja, ich wurde nur entführt. Hust, hust. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Hi, Kana. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Okay, wenn ich das nächste Mal entführt werde, sage ich Bescheid. Kollegen, gerade schlecht. Ich werde gerade von diesem, da vorne, dieser weiße LKW mit diesen maskierten Männern, der wird mich so in 4 Stunden entführen. Ab da kann ich keine Telefonate mehr annehmen. Ja, auch keine E-Mails. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. Und falls mal so eine spontane Entführung kommt, sorry, ich sehe, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben mit dem LKW und auch mit den ganzen Pistolen und den Masken, aber ich habe gerade einen vollen Terminkalender. Könnten wir die Entführung auf nächste Woche verschieben? Da hätte ich frei. Ja, sorry, ja, unser Fehler. Wir kommen nächste Woche wieder. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Hört sich nach einem witzigen TikTok-Sketch an. Ja, ich will auch mehr Wishes. Ich habe praktisch gar keine Wishes. Schnief. So wenig Wishes. Gerade mal 17. Also hast du mich entführt? Wen habe ich entführt? Hallo? Es gibt nur eine Person, die ich entführt habe, und das ist Kara.
Und die halte ich ganz fest versteckt. Wie viele Wishes hast du denn, Alina? Ich habe nicht sie entführt, ich entführe Kara. Wo muss ich überhaupt hin? Zum Glück habe ich GPS. Elias? Long time no see. What can I do for you? 18 ist ein bisschen wenig. I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Denk dran, in ein paar Tagen gibt es die Möglichkeit, 5 neue zu kaufen. Oh, that, it's really nothing special. I just don't feel like going anymore. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? Hallöchen, Waldi. No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. Oh, don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the sages not long ago, many of the projects that they led were put on hold while they were being investigated. So ist Alhain. Mir geht's ganz gut. Und dir? With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. Okay. So what are the other reasons? Well, because the Akasha terminal shut down. Sie müssen jetzt selber arbeiten und selber nachdenken. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. Back then, the Akasha would respond to any of our requests for the knowledge we needed. Was heißt hier auch frei? Wann habe ich bitte mal frei? It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. Es hört sich an, als hätten die so ein Chat-GPT in ihrem Ohr drin gehabt. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through data and files ever again? There are only a handful of people at the academia who are starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is focus on our assigned tasks. Interesting. Ilias? What's wrong? My head... it hurts. Reaktiviert sich das Akasha? I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module, like a worker bee in a beehive. Wow. Böse. Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. Kollektives Bewusstsein, Weg zur Evolution. Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind.
Lass mich raten, er ist das Overmind? This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Um Arbeiten schnell zu erledigen. Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Das heißt, mindestens 36 Personen sind unter seiner Kontrolle und werden manipuliert? Valdi, danke für das viel Glück. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. It's just as Alhaitham said. Siraj gave all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. The Hive. Oh no, then we gotta hurry. We have to stop him before it's complete. Witzig. Nein, wir müssen... I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. Mir geht's ganz gut. Und selbst an mir? What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. I heard you all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Do you know something? Well, Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. Hast du uns gerade nicht zugehört? That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. Oha. Na dann teleportieren wir gleich hin. Teleportieren wir gleich hin. Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? Uh-oh. Wir waren wohl zusammen. No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? Ganz interessant. Ich finde Star Rail ganz interessant bis jetzt. Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. Okay. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is?
Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. Etwas sagt mir, er nimmt sie in der Reihenfolge, wie sie kommen. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilias is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Oh, just how many people did Siraj have his eyes on? Tell me, did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Aber ist das überhaupt wahr? Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. Whoa. I've had enough of this eyesore. Please wait. I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. Wow, da ist jemand nachtragend. And she's gone. She doesn't seem to like you very much. I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. Du meinst das neue Star Rail? Honkai Star Rail? Vermutlich am Ende. Ich mache jetzt diese Story-Quest fertig, danach gehen wir in den Multiplayer und danach würde ich Star Rail starten. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. Was hat er angestellt? All right, then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Der wird sich absetzen, dann werden wir ihn nie wiedersehen. Ja, ich warte ja quasi auf den C-String. Ich glaube, am Samstag machen wir da einen C-Stream. Oder wird es zu früh? Wird es zu spät? Ich weiß es nicht. Habt ihr eigentlich das Anfängergebet genommen oder habt ihr das Standardgebet genommen?
Überleg ja, das Anfängergebet auszulassen und direkt ins Standardgebet reinzugehen. Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. Ich noch gar keins, das ist das Problem. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what, I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. Auf nach oben. Nach unten? Wie nach unten? Man kann nach unten fahren? Nur nach unten. Ach, ist das Gefängnis, wo wir damals mit festgesetzt wurden und mit Nahida gesprochen haben? Tatsache, das ist das Gefängnis. Lol, hier kommt man auch hin. Habe ich nicht erwartet. Wenn ich jetzt runterspringe, dann bin ich am Arsch. Nein. Jetzt stecken wir hier fest. Für immer. Oder auch nicht. Was mich noch halt interessieren würde. Wie sieht's aus? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Und weiter. Ansonsten, wenn ihr schon die ganze Zeit über Ziehen euch unterhaltet. Wenn ihr wollt, dass ich für euch im Stream ziehe. Wobei, ich habe mal auch mit okay, anders gefragt. Wer will denn eigentlich, dass ich für die Person ziehe? Zurzeit weiß ich ja nur von Alina. Wo ist der Aufzug? Ich hatte ihn doch gerade eben. Also für Genshin. Okay. Interesting. Just give me your food. Und wer bist du? Mahamata. Hallo, wenn du einen Auftrag geben möchtest, kannst du ihn überreichen. Wer bist du? Haha, kann es sein, dass du dir bekannt vorkomme? Früher habe ich im Eingang der Stadt die akasche Kontrollgeräte ausgegeben. Deshalb erkenne ich mich viele Leute wieder. Aber ich kann mich nicht an jeden erinnern. Nach einigem Hin und Her werde ich hierher versetzt, um den beiden Weißen und den Archivar bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wie du weißt, gab es hier viele Veränderungen, seit die niedere Herrin Kusanali die Leitung der Akademie übernommen hat. Und es müssen jeden Tag allerlei Anträge von Gelehrten bearbeitet werden. Nebenbei kümmere ich mich auch noch um die Leute, die für Informationen herkommen. Ehrlich gesagt könnte ich mich noch nicht ganz an den Arbeitsrhythmus hier gewöhnen, aber ich versuche mein Bestes. Na dann. Okay. The important files from the last few years should all be here. Dann untersuchen wir mal. Zeugen berichten, dass sie nachts einen schwarzen Schatten durch Hades daher wandern sehen. Die Ermittlungen ergaben, dass keine verdächtigen Elemente gefunden wurden. Fall abgeschlossen. Wow.
Im Errata-Weist-Institut hat es noch nie exzentrische Individuen gefehlt. Kürzlich gab es ein Gerücht über eine Studentin, die Abhandlungen vom Himmel auf die Welt herabsteigen lassen kann. Eine Untersuchung ist im Gange, um die Fakten rund um dieses Gerücht aufzuklären. Okay. Viele Ämter der Weisen sind unbesetzt und es gibt immer mehr verdächtige Personen, die allerlei Informationen in Sumeru verbreiten. Das Regiment der 30 rekrutiert jetzt Wachpersonal, um die Friedlichkeit in der Stadt aufrechtzuerhalten. What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. Ach nein. Sally, das geht doch nicht. Hör auf. Böse. Ich krieg grad Gänsehaut. What have I done? This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. Okay. Okay, Elmir, bis später. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Sally hat sich geschnitten. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! Yay, Muffins. Hey, I'm Muffin. Yes, it's Muffin time. Please someone kill me. Please, I wanna die. Please somebody kill me. Please, it's Muffin time. Die, die, die. Muffin time. Yes, I wanna die, die, die. Who wants a muffin? Please, I wanna die. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilyas, what are you doing back here? Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Sieht irgendwie miesgrimmig aus. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the Academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the Academia. You can always come back home. Oha. I'm all right. I just need a little rest. Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Er möchte nicht, dass seine Familie sich Sorgen macht. Hey, hey! That's enough,
you two. Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. Seine Schwester? Ja. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here, it's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah, you don't remember? After the incident, you... Ilyas? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Okay. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? Weil es nicht deine Gefühle sind, weil sie von einem anderen Bienenschwarmkönig kamen. My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Also zurzeit machen wir die Story und wenn ich die Story mache, ist es gerade schwierig, Chars anzuschauen. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. Na dann. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin. Genau. Moment. Oh. Quick, Weiter let's geht's. find shelter, or mushrooms will start growing on our heads. Committed to memory. There is no escape. I'll protect us. Und weg waren sie.
Fleisch. Ja. This is the place. Es ist immer sehr beunruhigend, diese Bahnen, die reingehen. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. Na dann, geheime Höhle. Auch mehr von den Dingern. Helfen dürfen wir auch ausprobieren. Kämpfen wir jetzt gegen die Drohnen? Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Right, Ilyas? Do you remember this place? Huh? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. Alright. We'll continue in and see if he catches up to us. Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. Wow. But he's obviously taking advantage of you. He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. Wow. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort. Countless all-nighters and casual threats and insults. All for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. Oh je. What's the matter? Ich scheine Ilias Vergangenheit gesehen zu haben. You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilias was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilias is now returning to the collective. Hat Ilias uns angelogen? Not entirely. Keep walking and you'll see why. Er ist jetzt einfach wieder Teil des Bienenstocks. Wow. Was für ein kompliziertes Rätsel. Moment mal. Okay, interessant. Sieht sehr Celestia-mäßig aus.
Was sollst du verpasst haben? Shine down. Behold. How amusing. Upon the gale. Let's do it. Oha, wie viel Schaden der macht. Illusion. Grow, grow, grow. Ja, wir haben eigentlich alles wie immer gemacht. Die einzige wirkliche Neuerung ist, dass jetzt quasi das RP-Projekt ein bisschen vorangeht. Wohl aufhören werde, Cyberpunk zu spielen. Boah, solche Sachen halt. It's completely different from what Ilyas said. This place looks like it's been done for a while. Ja, ich bin auf Twitch live, auf YouTube live, auf TikTok, ich bin überall live. Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. Squall and fury. Wow. Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Oha, was ist hier los? Genau, so könnte man es zusammenschreiben, fassen. Okay. An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? Oha. It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose now, of all times, to... Das ist übrigens die Definition von Wahnsinn. Die Typen haben gerade jemanden in den Selbstmord getrieben und hätte er nicht doch ein bisschen aushalten können? Wieso hast du uns jetzt verpetzt? Verrückt. In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. Das Projekt war hinüber, als ein Kollege von euch sich das Leben genommen hat, weil ihr ihn mit Arbeit zugeworfen habt. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Ich fasse für euch zusammen. Müll, Now our Müll. futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? Müll, Müll. I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Menschlicher Müll. Hey, you're blinking out again. What did you see this time? Naja, ich höre mit Cyberpunk auf, weil, naja, es schaut niemand. Das kann ich auch für mich alleine spielen. Ilias. Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him.
Okay, interessant. Wir haben alle solche komischen Visors. Schläft wer? Just in case, why don't we take both keys with us? Ja, ist klar, Paimon. Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Noch ein Abschaum. Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. Also die ganze Welt ist falsch und anstelle, dass die Welt einsieht, dass sie falsch ist, redet sie dem einen, der normal ist, ein, dass er falsch ist. Also ein ganz normaler, also das, was im echten Leben auch passiert. You seem troubled. Who are you? Where are my manners? My name is Siraj. Okay, gute Nacht, Sally. Träum was Schönes. Danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Siraj, I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? Oh, Backe. Willkommen zurück, Mia. What did you see? Die Reihe überredet Elias, sich dem Bienenstock anzuschließen. Elias wurde nicht gezwungen. I can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him, and we're gonna make him explain himself! Sieht aus wie eine Arena. You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But
You passed the mattress lie detector test! Oh. Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. Ooh, total recall. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilyas? Hey, who are... That is Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? How bold of you. Have I done something to offend you? Irgendwas sagt mir, wir werden gleich einen großen Bosskampf hier haben, also. Du wirst was tun, um uns zu erfinden. I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Ich werde wohl dem Esel Alina noch den Hintern versohlen müssen. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No,
the hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. Ja, du hast dich gerade verplappert. Du willst dich quasi zum Bienenkönig machen. What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Aber wir können dich verprügeln, bis du aufhörst. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Excuse me? Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. Nee, du hast einfach nur einen Haufen Brotkrumen verstreut, die wir gefunden haben und ihn dir zurückgebracht haben. Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your last. Nee, wir werden jetzt die Ruinenwächter platt machen, die du umprogrammiert hast, und dir in den Arsch treten. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. Warten wir was? What? So, Asriel. What's happening? Hat ihn umprogrammiert. The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. Aber hasst ihn nicht mehr. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Uh-oh. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. Uh-oh. So that's it. Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj. Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Oh, böse Musik. Ilyas's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Lol. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Ernsthaft? Hat's geschafft, Monster zu tamen? Lol. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now? Wir
schmeißen die in den Schlamm, machen die platt. I've already sent my gift to the Collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, all right. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. Oh, Wache, das ist Helix. I see everything. Shine down. Alhaitham isn't that bad of a person. But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. You see? That is the will of the Collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the Collective's stability. Selbst normale Tiere? Interessant. Illusion shattered. He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong with the Academia. The Matra. No, Barbara. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Mm-hmm. Uh-oh. Everyone hold hands. There is no escape. Vultur, a process of elimination. Illusion shattered. Insolent. Let the show begin. How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? Was there an error in our judgment? The will of the Collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. Scheinbar nicht. Is that true? No, not necessarily. Illusion shattered. The wind rises. Uh-oh, was ist hier los? What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36. What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Darauf kommst du erst Human jetzt. minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! Uh-oh. It's too late.
Once the desires of the hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. I wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My numbers shouldn't be so far down in the list. Siraj is a liar! This isn't what we agreed to. I should be the one in your position! The hive shut down? Genau, er funktioniert nicht mehr. What happened just now? Na dann, Asria, komm mal dazu. Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. Egoistische Begierden. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Hallöchen, just some gay person. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then. Whoa. You knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? Hallöchen, Laura. I knew it from the moment I saw him. Sherlock Holmes. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. Hallöchen, Sophie. Hallöchen, Paul. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Yep. Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Haven roastet den komplett. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Hey, Sino. Sino? What are you doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled.
Einladungsereignisse, alle Legendenaufträge, noch ein paar. Können wir uns gleich anschauen. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Brotkrumm, sag ich doch. Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilyas from the start! You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the Academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need... Seriously? This guy. Und, ugly Nickname, Paimon? Wird's nicht Zeit? By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the Academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, Alhaitham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. Na dann. Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Uh-oh. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. Oh. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. Kennt ihr den Film Die Welle? I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to Alhaitham? Das müsst ihr schon selber machen. Sure, Paimon will help you tell Alhaitham. But whether he chooses to forgive you is up to him. Ihm geht's am Arsch vorbei. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. Ja, mir? It's time to go. Naja, im Grunde... Wobei, warten wir noch ab. Let's go. Ah, okay, interessant. So, were they all duped? We can ask Alhaitham about that later. Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. Seh's mal von der Seite. Du warst die perfekte Schachfigur, um dieses ganze Sache zu beseitigen. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head.
I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Alhaitham and not care about what anyone else thinks. Ja, du kriegst eine Umarmung. You can do it. Paimon believes in you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Alhaitham for me. Goodbye, you two. Oh. All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you two hurt? I brought bandages and hemostatics. Nee, wir sind ganz gut. Paimon's fine. Just a little tired. Get some rest. Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the Academia. Wenn wir etwas finden, was wir nicht klarkommen, sind wir tot. Okay, you stay safe too, Sino. Let's go meet up with Alhaitham. Yay. Aber wie gesagt, Die Welle ist ein Film, wo man könnte es ein soziales Experiment nennen, wo ein Kult in einer Schule oder ich glaube hauptsächlich in einer Schule gegründet wird. So eine Art Führerkult, ähnlich wie das, was vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und wie Leute sich halt zusammenschließen und einer sehr einfachen Struktur unterwerfen lassen, wegen dem Zusammenhaltsgefühl. Im Grunde ist das hier dasselbe. Die Welle ist halt wurde mehrmals verfilmt. Und ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was Menschen machen können, wenn sie glauben, einem höheren Ziel gemeinsam zu dienen. Und was für grauenhafte Sachen die auch machen können. Ja, Kano, kriegst auch eine Umarmung. Also die Zeichen auf der Hütte. Das war hier. Ah ja, das hier meinst du. Die Blume hier. Interesting. Genau. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. Wobei eher wie 1929, 33? Reichskristallnacht und sowas. Richtig. Bin neugierig. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Hey, we're not your colleagues! You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base! See ya. Bye-bye. Hold it right there! Alhaitham ist cool. Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject! Ja? It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. Where to? You'll know when we get there. Okay, was passiert jetzt? Das will Paimon wissen. Im Grunde ist doch alles klar. Paimon, was ist dir denn nicht klar?
Hilfe. Was ist dir denn nicht klar, Paimon? Too slow. Moment, wie sieht's eigentlich aus? Okay. Und? Na gut, weiter geht's. Chat ist offen, weiter geht's. Was will uns Alhaitham jetzt zeigen? Ach, da ist Alhaithams Zuhause. Interessant. Is this your home? Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Oh, wen haben wir da? Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. Huh? Who are they? Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the Academia, are you? Nein, sind wir nicht. Das könnte gerade der große Bruder sein von Ether. I'm unsure she's seen you before. You're the person from that time in that one place. Okay. Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Yep. Yes we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. Das haben die doch schon damals gesagt. I keep a few books on kollektivs and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! 5-Star? 4-Star. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Alhaitham? Wer von euch kennt das Spiel Mass Effect? Seine Pupillen haben die Form von dem Logo von Cerberus. Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Alhaitham hired to pretend to be his friends, would you? Nee, wir sind die Leute, die ihm geholfen haben, die niedere Herrin Usanali zu befreien. What? Guess not. I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you friends with him? I wouldn't say Ooh. friends exactly. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. Was für ein Schönling der ist. Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. Okay. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Paimon, Schnauze. Are you serious? How could you? Of course. You're Alhaitham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. Entertain your own friends, why don't you? Beim Ding ist auch Dendro. I'll leave the books here. Ihr blättert in den Büchern, die vor euch liegen. Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. Why don't we just ask questions instead? Paimon wants to know, oh, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning.
The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous. You're not seriously considering that, are you? 'Cause, whew. Was? Warum? Oh nein, Mia, sag bloß nicht, du hast dich auch in Kara vernarrt. Wer ist noch alles in Kara verschossen? Hallo? I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Huh. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. Kara ist quasi meine weibliche Gestalt, wenn du so willst. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? Sort of. We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? Sie haben es vor allem auf Alhaitham abgesehen. Wir waren halt zufällig vor Ort. Huh. So that's how things went. Na gleich, wenn wir mit der Mission fertig sind, kann ich sie euch zeigen. Such is life. If only he'd known, Alhaitham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. Irgendwas sagt mir, er ist der Mann in der Beziehung, und der andere die Frau. Feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? Oh, sorgt sich doch ihn. I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. Stop criticizing my taste in decoration. Genau die. Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. Ich überleg's mir. Solange als Frau herumzurennen, ist mir ein bisschen unangenehm. Schuld daran ist deine Neugier, Paimon. You whisper very loudly. Been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think of me. To some extent, they were also fooled by Siraj. The Matra will take this into account at their trials. Also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. Und welche Frage ist das, Kana? He apologized to you too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? Jauis, ob ich Jauis schaue. Also Geschichten mit romantischer Beziehung zwischen zwei Kerlen.
Nein. Spätestens seitdem ich eine Person kenne, die irgendwas über Hitzewallungen und nein. Ich habe sehr komische Geschichten gehört, wo ich verstört bin. Heißt es Omegaverse irgendwie sowas? Metaverse? Omegaverse. Auf jeden Fall ein sehr verstörendes Verse. Themawechsel. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wisst ihr, von was ich meine? Wie gesagt, eine ehemalige Kollegin hat mir das mal vor einem Jahr oder 1,5 Jahren erzählt. Und ich bin leicht verstört. Oder schwer verstört. Die wissen, um was es geht, nicht schreiben. Die es nicht wissen, seid froh darüber. Was ist dir nicht egal, Alhaitham? Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Hat das etwas mit der derzeitigen Atmosphäre an der Akademie zu tun? Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia. The fact that Siraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. Oha. In addition, what happened to Ilyas is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? Sehr gewissenhaft von ihm. I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. Wait, your resignation? Ja, hat er ja auch schon vor, keine Ahnung, manchmal. Was ist mit Paimons? Moment mal, wann hat Paimon ein anderes Hat er schon immer diese Farbe? Yes. I've already submitted my resignation to the Academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es war davor blau. But why do you want to resign? Oder? I'm not suited to be a sage, nor do I want to be one. The official process to select the new sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting Grand Sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This job isn't something I want to spend the rest of my life doing. Du weißt wirklich, was du willst. It's important to keep your priorities straight. Well, it's about time. You two should grab some dinner as well. Oh, now that you say that, Paimon's kinda hungry. See ya! We're gonna grab some yummies! Bis bald. See ya. The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. Alles wird gut, Forster. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again.
you'll be back at rock bottom. Weil er sich dafür entschieden hat. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... Oh. I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Oh. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. Die sind doch ein Paar, die sind doch ein Paar. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What? No, it can't be. Ein leichter Trinker oder schwerer Trinker? The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your... He isn't someone who would... I've always had a hard time appreciating Ja the way gut, that wir the haben's academia kapiert. pressures people by labeling them Wir as haben's kapiert. geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted. And I suppose that... Again, that's... But my salary... Wait, what? At least I don't have to be an Das haben wir architectural schon designer alles. who works himself to death just to get Skip. a smile from his... Skip. Skip. I took time out. Make sure to pay back Skip. the rent you owe me. Skip. I'm going to buy some... What? Are Skip. you trying to annoy me? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. I think I'd have too many choices, to be honest. Skip. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Skip. Artistry. So I'll have to bring you along. Of course. But why would I do that? Can't you just be Skip. Pretending that you're... Speaking of which, your friends won't... There's no need to... What? No, it can't be. Skip. Nicht mehr da. Nein, 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 vorsichtig. In welche Richtung? Ich will hier lang. Nicht mehr da lang gehen. Nicht mehr da lang gehen. Die sind doch 100 Pro ein Paar. Die sind 100 Pro ein Paar. Wer shippt die beiden miteinander? Wenn wir schon mal von Yaoi waren. Wer shippt die beiden? Strange. Paimon's heard lots of people talking about this academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is. Maybe there'll be fun things to do there. Let's go to the academia and have a look for ourselves. Was meint ihr, ob die regelmäßig die Zeit im selben Bett verbringen? Und zusammen schlafen und sich streicheln und Kosenamen geben? Das ist aber Armut. Und da ist Alina zurück. Irgendjemand hat doch gerade verzweifelt nach Alina gerufen. Okay, aber die wichtige Frage: Wer von den beiden ist der Aktive und wer der Passive? Behold,
Gut, wir sind dann mit der Quest schon mal fertig. Aber das Haus wirkt viel größer von innen als von außen, muss ich sagen. Und ich komme nicht mehr rein. Nein. Na gut. Wir sind auf jeden Fall damit fertig. Wir haben das Ding jetzt fertig. Das heißt, wir könnten jetzt den Auftrag machen. Das machen wir an einem anderen Tag. Das heißt, jetzt machen wir erstmal Morse-Spielermodus und danach wechseln wir zu Star Rail. Also, soll ich einfach nur die Dailies machen oder will wer mitspielen? Ich frage mal so. Wer will mitmachen? Naja, solange ihr euch quasi entscheidet, wer mitmacht, gehe ich mal kurz Wasser wegbringen. Ich bin gleich wieder da. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk?
Wieder da. Also, wer will mitspielen? So, perfekt. Mehrspielermodus wird jetzt angemacht. Ja. Hm. Okay, wir brauchen 2 Gruppen. So viele Nilus. Gut. Na gut, was ich tonnenweise brauche, ist endlich mal ein paar gute Sachen für Nahida. Ich will endlich mal Nahida fertig gebildet haben. Okay, Kanon, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Take a deep breath, as if you're about to blow up a huge balloon. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, am einfachsten zu sagen ist 500 Jahre. Auch wenn das nicht wirklich stimmt. Wobei doch, dieser Verstand hier, könnte man sagen 500 Jahre. Wobei, Should we really be off work this early? Relaxing days There's still a lot left to do. naja, rein technisch gesehen, Nahida ist ein Ast, der vom großen Baum abgeschlagen wurde. Also von ihrer Vorgängerin. Also, Nahida ist sprichwörtlich eine Pflanze. Jetzt die Frage, wenn du einen Baum hast, einen Ast abschlägst und ihn einpflanzt, ist dann das Alter des Abschlagens der Geburtstag oder des ursprünglichen Baums? Wow. Hier explodiert einfach gerade zu viel. Ich sehe gar nichts. Einfach nur ein Haufen Zahlen. Nee, jein. Rukadevate ist halt der große Stamm und Nahida ist wirklich nur ein Ast. Nahida ist quasi ein Setz... VTD. Wie geht? Ja gut, dann würde ich sagen schon 500 Jahre, weil dann ist Nahida in dem Sinne ja nur ein Samen. Menschen sind ja auch nichts anderes als ein Samen und eine Eizelle. Hust, hust. Oder an einem Punkt waren sie es halt das mal. Ich glaube, ich mache gar nicht mal so wenig Schaden. Alina, nicht Alina, Milena, du hast so viel sterben lassen. Nein.
Ja, ich habe bereits eine Feder. Naida ist 1A. We're way behind schedule. No escape. This is long overdue. I see everything. Stop. Hey, I'm dead. Hat sie gerade gesagt, ein Gay? Illusion shattered. Let's end this now. I'll take over. The Temple of Wisdom. Gotcha. Everyone hold hands. We'll meet again. Du meinst den Bild von meiner Nahida? Nahida hat gerade erstmal 3 gute Artefakte. Mir fehlen noch 2. Also eigentlich 2 Artefakte. Na, es geht. Schnief. Na gut, das war die 3. Runde mit der Gruppe. Na dann, nächste Gruppe. Na dann. Danke für die Hilfe. Wobei, ich könnte eigentlich noch eine Gruppe nehmen und danach ein paar Quests mit dem. Na, oder? Ja gut. Milena, was machst du im Boden? Mal schauen, wie viele noch kommen. Komme ich auf Milena drauf? Oh, und da war sie wieder oben. Hilfe. Waffe habe ich dieses Ding hier. Das müsste ich auch mal wieder hochleveln. Ich brauche die Dinger hier, Igitt. Kannst du sogar... Bye, bye. Wie, du bist in einem Dialog und lasst erstmal die anderen rausgehen. Hilfe. Eins nach dem anderen. Weg mit dir. Kusch. Also, wie war das? Artefakte. Also. Soll ich dich blockieren? Soll ich dich blockieren? Also, wie gesagt, hier habe ich diese Blume hier. Die ist gar nicht mal so schlecht. Nein, der ist sie wohl sogar wirklich gut. Nein, diese Blume ist wirklich schön. Diese Feder ist nicht schlecht. VTD ist halt ein bisschen nervig. Aber ansonsten, die Feder ist nicht übel. Dasselbe für hier, da stört das VTD und Aufladerate wäre ganz gut. Wenn Angriff gegen Aufladerate ausgetauscht werden könnte oder gegen kritischer Schaden, dann wäre... Oder Elementarkunde. Also Angriff weg und kritischer Schaden weg, gegen Elementarkunde und Aufladerate und VTD weg, dann wäre es perfekt. Hier habe ich nichts und hier habe ich nichts. Na gut, jetzt könnt ihr. Ich dachte, jetzt könnt ihr. Genau, jetzt wollen sie nicht mehr. Oder ist es die, Hui. Ernsthaft nur Evoli willst joinen? Sonst will niemand mehr? Ach, na, Alina will. Noch jemand? Ein Punk. Na gut, dann sind die ja voll.
Ninja-Rolle. Na dann. Kein Heal. Mal schauen, ob wir das überleben. Nee. Hallo, geht's noch? Wie die Gruppe fast drauf ging. Okay, ich sollte vielleicht einen Heal mitnehmen. Okay. Bäh. Aber das Ding ist eigentlich ganz schön. Ich weiß nur nicht für welchen Charakter, aber an sich ist das Ding schön. Aber ich weiß wirklich nicht für welchen Charakter. Wobei, nee, warte, ich brauche ja einen Healer für euch. Geht ihr ja noch drauf. Kommt ihr raus? Nummer 1. Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Fehlt noch wer? Wer hat den Punk gegessen? Da ist er. Na, raus da noch mit mehreren Spielern. Dann nehme ich mal Damen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Gut. Na dann. Auch raus und starten. Ja, das Problem ist, jetzt ist Nahida weg und Nahida hat guten Damage gemacht. Jetzt muss ich die erstmal wieder heilen. Kommt ihr? Alina, kommst du mal? Also auf dich zu warten, fühlt sich auch an wie eine Ewigkeit. Fliegt! Testing my patience. I'm getting sick. We'll meet again.
Barbados, guide us. Whirling snow. Skandalös. Jetzt bist du da, Ganyu. Oh Mann. Ernsthaft, jetzt müssen wir noch eine dritte Gruppe machen. Schnief. Nee. Wer geht jetzt raus? Warum? Und servus, Ganyu. Was, Luzi? Böser Paul. Pong, bist du Paul? You are not welcome. Well, illusion shattered. Now you shall perish. Behold. Things are about to get dicey. Cry louder. There is no escape. Hear me. Howl music. Squall and fury. We'll meet again. Ach ja, Milena, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Angriff. Ich brauche Elementarkunde. Ist das so schwer, Spiel? Ist das so schwer? Na dann. Dann danke für die Hilfe. Hui. Gut, nächste Gruppe kann kommen. Wer will noch dazu kommen? Geht's dir gut? Legoff? Everyone hold hands. Wir haben noch 2 Plätze frei. Wer will dazukommen? Also. Wenn es keine weiteren gibt, ist die Gruppe für alte Spieler wieder offen. Na dann. Da kommt der Krieg wieder.
Zum Glück hat Alina keine Ganyu, sonst würden jetzt 3 Mädels darunter streiten, wer meine Ganyu sein kann. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Looks like the situation is. Wenn ihr so weitermacht, wechseln wir gleich zu meinem Main-Account, dann nehme ich meine Ganyu, dann bin ich die mehr echte Ganyu. Das ist dann der Kompromiss. You are not welcome here. Blaze over. Busted. We're behind schedule. Here comes the catch. Propagate. Barbados. Goodness. Next on the agenda. Scatter. So kurz wie einer der Lebensbalken wurde, dachte ich schon, ich hätte jemanden verloren. Schnief. Mein gutes, ursprüngliches Herz. Bye, bye. Bah, VTD, Igitt. Ich will Elementarkunde. Spiel. Welchen Teil von Elementarkunde verstehst du nicht? Für mein Nahida-Bild brauche ich Elementarkunde. Das Spiel mobbt mich. You are not welcome here. Terminate! Things are about to get dicey. It's long overdue. Propagate. Quietly now. Kaboom. Ja, sowas von. Spiel mobbt mich sowas von. Boah. Boah. Pech brauche ich nicht, oder? Pech habe ich, glaube ich, schon was anderes. Brauche. Was brauche ich denn überhaupt für Naida? Ich brauche. Ah doch, Kelch bräuchte ich und Krone. Das Teich habe ich auch ohne dich. Take it easy. You are not welcome here. Busted. Die sind so abgehoben. Wie? Die schwebten alle. Wie bin ich gestorben? Genau in der richtigen Sekunde. Das ist Mobbing. Das ist wahres Mobbing. Mobbing. Bah. Na, nicht mal was Gutes. Wie mobb ich euch bitte? Als ob ich euch jemals mobben würde. Na gut, was gibt's hier?
Oh je. Nimm mal diese Pilze. Aber ich habe auch nichts, was ich für Naida geben könnte. Das ist das Problem. Artefakte. Bräuchte was mit Elementarkunde. Ja, wow. Wow. Das war alles, was ich an Elementarkunde habe. Und hier eins schlimmer als das andere. Weil es könnte ich noch. Das wäre vielleicht was für sie. Nicht gut. Oder ich gebe ihr was mit KT. Das wäre eigentlich, ich könnte ihr noch Karte geben auf VT, aber ja, aber ich hätte gerne Elementarkunde. Cringe Rate ist bei ihr bei 22%. Soll ich ihr dann lieber ein Crit-Ding geben? Wo muss ich überhaupt hin? Das ist eine Kiste. Curiosity deserves a reward. Ach was, wie kommst du denn darauf, sie? Alle da? Was mit Player 2? Lumine! Kommst du noch? I see everything. All hail. Busted. Make Things are yourself about to a get dicey. Und weggenatzt. Da. Ja, aber ich benutze ja Nahida nur als Elementary Support. Das heißt, ich mache meine E drauf und danach kommt aller Schaden von den anderen Charakteren. Da brauche ich doch keinen Crit. Oder kann auch Elementary Mastery critten. Das. Da fehlt noch was. Wo ist das letzte? Da ist das letzte. Bam, bam, bam. Weiter geht's. Okay, ich glaube, das ist die letzte Mission, oder? Abenteuerlizenz. Yep. Dann, danke für die Hilfe. Something on your mind again?
Let's work through it together. 2 heads are better than 1. Yay. I see everything. Ist noch immerhin Singleplayer. Na dann. Kennt sich jemand mit Elementary Mastery aus? Braucht es Crit Rage? Schaden? Okay, Midnight, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Ich glaube es halt auch nicht. Für die, so wie ich Nahida benutze, brauche ich sie eigentlich nur auf 100% Elementary Mastery, damit sie halt viele extreme Reaktionen triggert. Jetzt muss ich aufpassen, weil da ist ein Event, das will ich nicht bereits jetzt triggern. Add Astra. Thank you for complete. Neu geht doch in Ordnung. Add Astra. So. Perfekt. Kann ich das hier einsammeln? Anführergegner. Gerichte und Objekte mieden lassen. Gerichte gibt es ja hier. Kann ich nochmal... Weil ich glaube, ich habe jetzt jede Menge Hühnchen. Ich glaube, ich habe zu viel Hühnchen. Ich habe viel zu viele Hühnchen. Und schmieden. Ah, ich muss in die Kanne. Und dann können wir jetzt gleich mal ins Star Rail nochmal reinschauen. This realm is... Hm. Einmal eine ganze Garnitur von dem Zeug. HP 700 von den Dingern. Oder 1000 von denen. Nur 500? Skandalös. If you ever have...
Nice. So. Bin zufrieden. Die Daily habe ich auch schon eingesammelt. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Sieht es gut aus? Add Astra. Gut, perfekt. Wie sieht es jetzt pulltechnisch aus? Da fehlt hier noch jede Menge, muss ich sagen. Noch jede Menge. Ich danke auch fürs Mitspielen. Also fürs Helfen. Gut. Ansonsten könnte ich noch was machen. Oder soll ich direkt zu Star Rail wechseln? Oder wir machen noch dieses komische Event hier. Was ist denn das überhaupt für ein Auftrag? Mal diesen Auftrag hier anschauen, was es überhaupt ist. Da unten. Wer hat alles dieses Event schon gemacht? Was muss man machen? Dieser Dummkopf ist einfach in die Wüste gerannt. Bitte, Bruder Fodil, ihr müsst ihn retten. Tut mir leid, bla bla bla. Voll gegeben, ja, seufzt. Ist doch nicht so, dass er bla bla bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla bla bla. Ist jemand in Gefahr? Ihr seid ein Abenteurer auf der Durchreise. Abenteuer, wirklich. Dem Himmel sei Dank. Endlich gibt es Rettung für Vinayak. Ja, bitte, weil... Okay. Ist das einfach nur eine Rettungsmission oder wie soll ich das verstehen? Wird wieder mal so ein riesiger Monolog, oder? Normalerweise lese ich die Texte, aber das ist einfach nur so eine Urgestein-Aufgabe. Und dieser Text wird vermutlich noch stundenlang so weiter... Ach, gar nicht mal so lange. Wenn ich mich an den Forschertext erinnere, da haben wir auch gefühlt eine Stunde lang gelesen. Und es ging nicht weiter. Everyone hold hands. Bin ich da? Hallo? Geht's noch? Let's dance. Ich glaube, dir geht's echt zu gut. Problem gelöst. Bye bye, Alina. Und hol dir mal gescheites Internet. Aber bis jetzt stand da nur was von Dingsbums 20 Primos. Es sieht irgendwie gefährlich aus. Will diese Kiste. Everyone hold hands. Illusion shattered. This may hurt a little. The Temple of Wisdom. Inazuma shines eternal.
ist halt immer wieder witzig, zu sehen, wie viel Schaden Babsi macht. The kind of surprise I could sing about. Immer wieder witzig. Squall Fury. Oh, da ist das Loch, in das wir reingefallen sind. Too slow. Quit following me. Also ich habe immer noch Spaß an Genshin. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Genshin ist cool. Hab jetzt gerade Alhaitham seine Main Quest gemacht, also seinen Legendenauftrag. Aufträge. Hier Alhaithams Auftrag gerade gemacht. Ich habe noch jede Menge andere Aufträge. Ich habe noch jede Menge von diesen Dating-Missionen, von der ich nicht eine gemacht habe. Ich schalte sie nur frei. Also, bei mir läuft's. Quit following me. Yep, ist uns auch schon aufgefallen. Und wir haben uns, das Problem ist, wir haben die Tenari Main Quest erst vorgestern gemacht. Oder gestern? Nee, vorgestern. Das war eine Falle. Ich bin in einer Falle. Oder auch nicht. Und da ist es uns auch aufgefallen, dass Tenaris Stimme komplett anders ist. Und es gefällt uns nicht. Was hast du vor? Kommt begraben ohne Monster, Berührung. Ah, okay, wer seid ihr? Hallo? Keine Angst, wir sind keine Schurken. Sind wir das nicht? Während der Herausforderung befinden sich über einigen 4 Blattsymbole. Treffen. Legen ein, um bei Angriffen aus dem Fall der Einstellung. Okay. Also Aufgaben habe ich genug, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jede Menge Aufgaben. Jede Menge. Seht ihr, wie viele Aufgaben ich habe? Ich habe jede Menge Aufgaben. Also an Aufgaben mangelt es mir nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich hier jede Menge Aufgaben habe? Und hier habe ich auch noch ein paar. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir mal Xiao. Dann Hutao, dann Yaimiko, dann arbeiten wir uns mal jede Woche ein bisschen durch. Ja. Wir werden sie auch demnächst mal machen. Na dann. Behold. There is no escape. I see everything. Jetzt geht's mal. Let the show begin. Seht ihr eigentlich, wie viel Schaden meine Babsi macht? Sagt niemals mehr was, dass Babsi keinen Schaden macht. DPS Babsi.
Shine down. I'll protect us. Oh, hi. I see everything. There is no escape. Hi. Share my knowledge. Let the show begin. Shine down. War das alles? Okay, vielen Dank. Ja. Haben wir es mal? Um was geht's eigentlich bei dieser Quest? Ich habe keinen Bock zu lesen. Weil jetzt wird's wieder ein riesigen Monolog. Hat sich irgendjemand das alles durchgelesen? Ich bin es auch zufrieden, dass man nichts Falsches anklicken kann. Ich muss einfach nur weiterklicken. Okay, und wie viele Primus kriegen wir? Bis 12 Uhr, skandalös. Also. Oh, doch 80. Aber da stand doch gerade 20. Oder haben sich zu viele Leute beschwert? Also 8 bis 12 Uhr. Oder brauche ich den nächsten Tag? Lasst mich mal schauen. Ansonsten bin ich mal ganz gespannt, wie morgen das mit VR-Chat laufen wird. So habe ich das nicht. Nächsten Tag. Einmal bis zum nächsten Tag. Hier. Ja, ist ja gut, Sui. Hast ja recht, ausnahmsweise. Wo müsste ich jetzt hin? Einmal weit weg. Praktisch. Was man nicht dauernd macht, um die Primus zu farmen. Kann man eigentlich die Aufgabe bereits fertig machen oder theoretisch müsste bereits alles freigeschaltet sein? Hat jemand alles schon abgeschlossen? Wow. Das ist eine Singleplayer-Sache, oder? Kann man die auch im Multiplayer machen? Illusion shattered.
Everyone hold hands. There is no escape. I see everything. Shine down. The Temple of Wisdom. There is no escape. Everyone hold hands. Illusion shattered. I see everything. There is no escape. Let's dance. Go, Barbara, go! Hey! Shine down. Grill, I'll protect us. There is no escape. I see everything. Aua. Absurd. This may hurt a little. Kann ich mich nur anschließen. Go, Barbara, go! Illusion shattered. Autsch. Perfekt. Das Zombies. Easy going. Man kann es im Multiplayer spielen. Will jemand dazukommen? Zum nächsten Tag. Warte, zählt das halt? Doch, das müsste bereits als nächster Tag zählen. Was muss ich denn jetzt hin? Ja, wo muss ich hin? Squall Fury. Hast du nicht gerade mal gesagt, ja, kann man? Ich wusste es. Ich habe dich gefunden. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird eine ganz
anstrengende Sache. Yay. Ach so. Everyone hold hands. There is no escape. Let's dance. Huh. Hey. Oh. I see everything. Shine down. I see everything. There is no escape. Now you shall perish. Committed to memory. I'll protect us. Shine down. Ich fühle mich irgendwie so angegriffen. Illusion shattered. The wind rises. You dare to gaze upon me? There is no escape. Hey! This may hurt a little. Oh, hi. I see everything. Let's dance. Hi. Ich würde schon sagen, wie viel brauche ich denn noch? Haben wir es mal? Hallöchen, Klaus. Feuer! Was ist das? Ein Todesstrahl? Todesstern? Ja, easy going. Easy going. So. Wir zumindest auf die Weise schon mal alles voll kriegen. Was für ein Rätsel. Und was sprecht ihr? Lasst mich raten, wieder bis morgen warten? Natürlich. Langsam sollten wir mal damit durch sein.
viele muss ich eigentlich noch machen? Noch 2. Was meint ihr? Sollen wir die 2 noch fertig machen oder sollen wir zu Star Rail rübergehen? Wir sind auf 20. Nice, ich kann jetzt 2-mal auf den Button drücken. Und nach den ganzen Events, die noch dazukommen, plus die 5 Gebete am Ende dieses Monats, beziehungsweise Anfang des nächsten Monats, bin ich bei 30. Na komm. Wird langsam ziemlich repetitiv. Spielen wir ein bisschen Star Rail zur Abwechslung. Spielen wir ein bisschen Star Rail. Star Rail. Toll. Wow. Star Rail. Müssen wir noch ein paar Nebenemissionen machen? Alles gut. Willkommen beim jetzigen Livestream. Star Rail. Ah, perfekt. Wir wechseln zu Star Rail. Also meine Motivation ist der Stream. So. Holen wir uns erstmal das Ding da hinten. Ne? Da haben wir noch ein großes Ding. Noch ein Hähnchen zu rupfen. Das heißt, wir machen den erstmal komplett voll. Weil ich gehört habe, der soll jetzt sogar relativ brauchbar sein. So, hochstufen. Stufe 19. Der Lichtkegel können wir auch hochstärken. Sowas wie das hier. Macht noch mal mehr Schaden. Da geht noch was. Nee, das war zu viel. So. Ach komm, machen wir voll. Was soll der Geiz? Von den anderen Charakteren bin ich mir halt noch unsicher, welchen ich von dem hochspielen will. Naja, wir werden sehen. We need a strategy. Einfach direkt aufs Paar aufs, ja. Time to get vigilant. Einzelangriff. Hier. My turn.
Verteidigung am besten auf dich selber. So, du kriegst mal mit der E. Flächenangriff könnten wir noch machen. Skandalös. Mann, sind die nervig. Nicht auf den. Auf. Boah. Meint man, wieso auf dich wieder? Habe ich dich nicht bereits gebufft? Let's go. Wobei, warte. Ah, doch. Versuchen wir mal, die einzufrieren. Aber natürlich, Mina. Ich dachte schon, du fragst nie. Let's make it quick. Ich dachte schon, du fragst nie. Das ist nicht gut. Oh, Hilfe. Boah, ist der fies. Let's go. Gut. Kann ich jetzt den beiden erstmal eine reinhauen? Ausdehnung. Genau. Kann ich jetzt die beiden weghauen? Nee, der überlebt noch. Skandalös. Wieso lebst du noch? Nein! You know who I am. Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Das hätte ich davor machen sollen. Ja, gib da mal dir selber wieder eine Verteidigung drauf. Hörst aber, Mausi. Okay, das ist ein Problem. Einzelangriff. Look out! You must be honored to meet me. Und du darfst mal jemanden verteidigen. Am besten du hier. Und wie geht's dir, Zaubermausi? Das ist nicht gut. What are you looking at? Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. You must be honored to meet me. Mal das Ding probieren. Ach, kein Schaden. Yay. Verteidigung. Die hat bereits maximal Verteidigung. Dann verteidigen wir uns mal selber. Na, es geht. Ein bisschen spät, ein bisschen müde. Aber sonst ganz gut.
Ja, ich muss neu starten. Mein Hauptcharakter ist halt hinüber. Ja. Aber wir machen eine bessere Figur als das letzte Mal. Wäre jetzt mein Hauptcharakter nicht gestorben, hätten wir das Ding sogar platt gemacht mit seiner Ulti. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und Zaubermausi, spielst du auch Honkai Star Rail? Nimm das! Time to get vigilant. Und was ist die gute Nachricht, Mia? Was ist die gute Nachricht? Na dann. Halt dich wieder selber. Right there while I give you a present. Let's make it quick. Ausdehnung. Time to twirl. Einzelangriff. Flächenangriff bietet hier noch nichts. Was für Säcke. Try that again. Oh. Geht's noch? Na, herrlich. You can't Ähm. run. Ja, drauf da. Aber ich könnte auch versuchen, einen solchen zu machen. A gift from the stars. Na, My turn. Verteidigung halte ich mal selber. Me out here? How can we lose? Let's go. Jetzt kann ich hoffentlich diese 3 hier platt machen. Der lebt! Skandalös. Ja. Das ist da eingeführt. Ernsthaft, meine Bufferin? Geht's euch noch? Jetzt reicht's doch mal. Let's make it quick. Ah, gefällt mir nicht. Na gut. Ausdehnung. Time to twirl. Sollte nicht reichen, um den Platz zu machen, oder? Doch, reicht aus. Perfekt. Davor war es besser. Dann gute Nacht, Sie, gute Nacht, mir. Ausdehnung. Kriege ich jetzt euch 3 weg. Wie, du hast überlebt? Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Time to twirl. Ernsthaft? Jetzt ist die auch noch drauf? Ah, kann man echt verlängern. Nice. Okay. Welchen Charakter kann ich noch hochleveln, welcher Sinn ergibt? Weil die Verteidigungssache schon recht geil ist. Weil das Buffen recht sinnlos ist. Soll ich lieber unseren hier nehmen? Aber ich glaube, keiner von den Gegnern hatte dieses Element. Soll ich Härte gegen die hier austauschen? Weil die hat ja keinen Lichtkegel, außer ich gebe den von Hertha rüber. Was hier eigentlich? Nochmal Zeug abholen. Auch immer das ist. Hier haben wir nochmal die Dinge hier. Mina!
Kann doch so komische Charaktere hier ausleihen. Hast du einen guten, hochgelevelten Avatar, den man ausleihen kann? Weil an sich ist der schon mal ganz gut soweit. Und wie macht man das? Missionen. Nein. Muss ich nicht irgendwie... Das ist doch sicherlich irgendwas wie UID. Nachrichten überhaupt, Team, Tutorials, Missionen, Navigation. Nein. Ah. Also ich weiß ja, dass ich meine hier... Nee, das war nicht das hier, sondern... Wie, ich kann noch keine Freunde annehmen. Skandalös. Muss ich erst weiter in der Mission kommen, oder wie? Na gut. Welchen Charakter würdest du mir empfehlen? Erst ab Stufe 10. Na klasse. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Madame hier mit ihrem Bogen eigentlich ganz praktisch ist. Aber ich würde halt die hier nochmal hoch. Härter. Eis bringt mir halt gar nichts im Moment. Feuer wäre ganz interessant. Na komm. Okay, letztes Mal, dass ich den Typen versuche. Wobei, wir können es auch nach hinten verschieben. Wir haben ja eine Quest, die wir erledigen können. Erledigen wir erstmal die Quest. Dafür müssen wir in das Hauptkontrollzentrum, glaube ich. It's getting late. Where to now? Genau, da ist unsere Quest. Skandalös. Da haben wir unseren Razor. Oh, was bist denn für ein Kleiner? Was hast du auf dem Hintern? Rakete? Wer hat dem Hund eine Rakete auf den Hintern gemacht? Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wir das Notfalltraining der Sicherheitsabteilung verbessern können. Schließlich ist das auch ein wichtiger Teil des Projekts Wiederbelebung. Wenn die Legion es wagt, uns wieder anzugreifen, will ich es nicht leicht machen. Projekt Wiederbelebung? Wow, wie proaktiv. Das Projekt Wiederbelebung ist eine Reihe von Protokollen für die Zeit nach der Katastrophe, die von Fräulein Asta und den Leitern der 5 Abteilungen gemeinsam entwickelt wurden, nachdem sie Informationen über die Schäden an der Raumstation gesammelt hatten. Darüber hinaus gibt es viele weitere vertrauliche Initiativen, wie zum Beispiel den Trupp der Kuriositätensammlung, die Sicherheitszone und die Schadensbewertung der interastralen Friedenskooperation. Sagen, wissen wir schon? Hat sich ziemlich organisiert an. Nun, das ist alles dem klaren Denken und der guten Planung von Fräulein Asta und den Leitern der verschiedenen Abteilungen zu verdanken. Da miaut's was. Wie, du bist mit Genshin fertig. Aber die Umsetzung des Projekts Wiederbelebung ist nicht einfach und Fräulein Asta glaubt, dass der Personalbedarf derzeit unsere bisherigen Schätzungen übersteigt. Es ist ein bisschen unvermittelt, aber Caspian, möchtest du helfen? Früher, als wir gegen die Monster der Legion gekämpft haben, hast du mich beschützt, Caspian. Du bist eine vertrauenswürdige Begleitung. Daher habe ich sofort an dich gedacht. Wie kommt es, dass du etwas Gutes für mich hast? Bitte gib mir jede Aufgabe, die du willst. Ist das nicht eine gute Sache? Ich mach dich gleich kalt. Kollege, hör auf, herum zu miauen, zu gehen. Ja, ich muss höchstwahrscheinlich in den Zug einsteigen. Es ist wirklich nicht allzu schwierig, die Mitarbeiter der Abteilung sind mit den Projekten Wiederbelebung beschäftigt. Kannst du bitte jede Zone in der Raumstation aufsuchen, um zu sehen, ob die Unterstützung benötigen? Übrigens, hier ist eine Provision. Insgesamt 648 Credits. Wow. Hallo Misu, gute Nacht, Sie.
Ich weiß nicht, wie viel ich dir geben soll, da die Lebenserhaltungskosten und das Essen hier abgedeckt sind. Habe ich keine Ahnung, wie viel Geld wert ist. Ich werde dir nichts in Rechnung stellen. Wie viel ist eine Freundschaft wert? Ich hoffe, dass Fräulein Aster dank deiner Hilfe beim Projekt Wiederbelebung ein bisschen mehr Schlaf bekommt. Oh. Du hast eine Nachricht enthalten. Abraham. Ach, das ist so eine Art Gruppenchat. Ich war in der Empfangshalle. Warte. Oh nein. Wow, kann mir bitte jemand helfen? Es ist dringend. Ich warte bei meinem Telefon. Was passiert? Die Sicherheitsabteilung ist gleich vor Ort. Verdammt, hast du die Taste alle Senden gedrückt? Abraham, schon wieder. Die winzige Ausgeburt muss ihm furchtbare Angst machen. Der Trupp hat ihm schon so oft geholfen. Wahrscheinlich macht er aus einer Mücke einen Elefanten. Ach du meine Güte, ignoriere ihn doch am besten einfach. Ich war in der Projektempfangshalle, wo ich an Projektwiederbelebung gearbeitet habe, als sich mir dieses unüberwindbare Hindernis in den Weg stellte. Seufzt, Alfred wäre mir sicher zu Hilfe geeilt, wenn er noch hier wäre. Was bleibt mir anderes übrig? Ich sehe, nun, Wein ist keine Lösung. Wann habe ich so viele Freunde? So ist es, Abraham. Reiß dich zusammen. Trübsalblasen wird die Leute nicht schützen. Ey, ich kann so schnell nicht lesen. Oder deine Freunde rechnen. Und wie schnell tippt ihr? Tut mir sehr leid, wenn meine Forscher die Unannehmlichkeiten bereitet haben. Ich habe mich bereits persönlich darum gekümmert, all deine anderen Bewunderer zu blocken, die immer noch Schlange stehen, um dich auf ihre Freundesliste zu setzen. Dies ist jetzt mein Mod. Was die bereits eingegangenen Anfragen betrifft, so liegt es an dir zu entscheiden, was ihnen geschehen soll. Yay. Weiter zur Mission. Happy. Wuff, wuff. Das ist Asters Hündchen. Er ist oft in den automatischen Laufmodus gestellt, was die Forscher nicht mehr stört. Wuff, 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 wuff. Ein niedlicher und lebhafter Welpe. Er wedelt mit dem Schwanz. Dann kannst du erkennen, dass er dich mag. Oh. Der Welpe sieht dich erwartungsvoll an. Lass uns spielen. Lass uns spielen? Peppy ist anscheinend in guter Stimmung. Das ist eine gute Gelegenheit, um eine engere Beziehung aufzubauen. Seine Pfote berühren, seinen Bauch kraulen, seinen Kopf tätscheln. Sein Kopf tätscheln. Wuff, 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 wuff. Miau. Als du seinen flauschigen Kopf mit deiner Hand kraulst, kannst du spüren, wie da sein Schwanz schneller wedelt. Oh. Happy ist anscheinend in guter Stimmung. Das ist eine gute Gelegenheit. Okay. Sein Bauch kraulen. Wuff. Anscheinend will er seinen Bauch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich dachte nie, dass er einen Hund finden würde, dass er sich so ziert. Happy ist anscheinend in guter Stimmung. Lass seine Gelegenheit eine Bild. Okay, dann seine Pfote berühren. Wuff, wuff. Du nimmst seine weichen kleinen Pfoten in deine Hand. Die warmen Pfötchen sind super weich. Oh, jetzt muss ich an den Hund aus Naruto denken. Wenn du das machst, darfst du auch meine Innenseite, die Pfoten berühren. Und warum sollte ich das tun? Weil sie super flauschig sind. Happy ist anscheinend in guter Stimmung. Okay. Wuff, wuff. Na dann. Wuff, wuff. Happy. Na dann, wo müssen wir hin? Da ist ein Shop. Das hier eigentlich. Ist es das, was ich glaube? Moment mal. Was ist... Moment mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Das wäre fast in die Hose gegangen. Das
ist das Harz und ich hätte fast mit dem Zeug das Harz. Ja, das wäre fast ins Auge gegangen. Aber für was brauche ich es? Ich habe ja noch keine Dailies, oder? Moment mal, habe ich das richtig? Eine Mare. Mina, wir haben eine Mare. Haben wir Gefriertemperaturen? Haben wir Geisterbox? Haben wir Buch? Der hat bestimmt ein Buch. Aber sowas von. Seht ihr was? Keine Mission. Und da kommen wir noch nicht rein. Na dann. Keep at it. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Wir haben ziemlich oft mit dir verloren. Ich meine ja nur. Na dann. Time to twirl! Oh, poor you. Anvisieren, skandalös. Stay right there while I give you a present. You're annoying. Try that again. Time to twirl. You must be honored to meet me. It's gonna hurt. You can't run! I don't remember inviting you. Und weg mit dir. Reach the end of the story in your own way. Okay, jetzt muss ich irgendwie da hinkommen. Kann ich dich aufmachen? Wie keine Erlaubnis. So, ich muss von da kommen. Nee, das ist die Mission. Nee, da will ich ja noch nicht hin. Einlösen durch. Okay, welche Mission kann ich noch machen? Ich muss halt in den Missionslog. Mission hier. Na dann, navigieren. Dahin müssen wir. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus? Wie sieht's gerade aus? Ach, der hier. Bitte sei versichert, dass die Basiszone jetzt vollständig unter der Kontrolle des Trupps der Kuriositätensammlung steht. Warum zittert deine Stimme so? Ich erinnere mich an dich. Du bist der ängstliche Typ. Sie zittert? Nein, das tut sie nicht. Du musst dich verhört haben. Puh, beruhig dich. Abram ist als Mitglied des Trupps der Kuriositätensammlung. Musst du immer ruhig bleiben. Angst, wenn sie von anderen wahrgenommen wird, führt nicht nur dazu, dass alle dir misstrauen, sondern ruiniert auch deine Chancen, Alfred zu rechnen. Frau Hinkel hat mir vom Terminal zur Hinderniserkennung
hierher versetzt, damit ich von Anführer Mensch vom Trupp der Kuriositätensammlung lernen und mich an der Front abhärten kann. Aber sobald ich hierher kam, stieß ich auf ein Problem. Das heißt, reaktiviere den Sternenanker da drüben. Ja, sogar ich kenne das. Sag das nicht, du bist ein großer Held, der die Raumstation gerettet hat. Das kann nicht jeder, du darfst nicht so bescheiden sein. Tatsächlich ist die Aktivierung selbst nicht der schwierige Teil. Du musst dich nur dem Sternenanker nähern und die biologischen Polarität deines Körpers reicht aus, um ihn zu aktivieren. Wow. Das eigentliche Hindernis sind die Monster auf dem Weg dorthin. In der Vergangenheit, als ich am Terminal für Hinderniserkennung arbeitete, waren sie nur Schatten in der Entfernung, die ich verachtete. Dann kam die Invasion und als ich erfuhr, dass sie Alfred erwischt hatten, fühlte sich mein Herz mit Hass. Aber als ich Mitglieder des Trupps der Kuriositätensammlung wurde und alle von Angesicht zu Angesicht traf, war alles, was ich fühlte, Angst. In diesem Moment blitzte Alfreds verblassene Augen in meinem Kopf auf. Ich konnte kaum atmen. Mir stand am ganzen Körper der kalte Schweiß und meine Beine zitterten. Was für ein Verlierer, nicht wahr? Jedenfalls konnte ich den Sternenanker einfach nicht aktivieren, also habe ich alles für mehrere Tage aufgeschoben. Überlass das mir. Lass uns gemeinsam gehen. Wir können aufeinander aufpassen. Oh. Nein, ich kann nicht. Ich würde nur im Weg stehen. Cassian, bitte aktiviere den Sternenanker. Ich zähle auf dich. Ah, was für eine Heulsuse. Schlimm. Looks good. Be back. Oh. Kuh. Ja, machen wir eine Kuh drauf. Nee, ich will doch... Nein! Das war so nicht gemeint. Na gut, hauen wir die weg. Oder kann ich das noch... Kann ich das abbrechen? Nee, ich kann es nicht mehr abbrechen. Na dann, weg mit euch. Das war jetzt leicht übertrieben. Reach the end of the story in your own way. So viel ach ja, der ist ja... Hallo, geht's noch? Ja, hauen wir dich erstmal weg. Ah komm, spielen wir auf sicher. Let's go. Aua. Angriff erhöht. Na gut. Soll ich den einfrieren? Der Typ kommt mir doch ein bisschen lastig vor. Na, probieren wir es mal aus, wie er auf Eis reagiert. Na gut. Verteidigen wir die Leute noch mal ein bisschen. Rechenangriff.
A gift from the stars. Try that again. Geht doch. Told ya I could fight. Na doch, With komm. me out here, how can we lose? Sind wir ein bisschen safe unterwegs. Ich will jetzt erstmal die Fähigkeiten hochbekommen. What are you looking at? A guest with no manners, huh? Na gut. Irgendwas sagt mir, auf die Art und Weise kriegen wir ihn nicht kaputt. Look out! Ich würde gerne diese Dinger hier alle voll kriegen. Aber nur noch einen hierhin. Dann können wir easy going durch. I give you a present. Let's make it quick. Batter up. Wie viel der einstecken kann. Na gut, ich habe keinen Bock mehr. Hauen wir ihn komplett weg. Rules are made to be broken. Time to twirl. Na gut, Einzelangriff. Bringt hier im Moment eh nichts. Frieren wir ihn erstmal ein. Sometimes. Check out this awesome move. With me out here, how can we lose? Let's go. Skandalös. Try that again. Gut, haben wir ihn jetzt? Gut, machen wir mal das Ding hier. The lucky one today. My turn. Hauen wir drauf. Der überlebt eh nicht mehr lange. Das heißt, wenn ich den jetzt noch mache, sollte er eigentlich hinüber sein. Oder auch nicht. You must be honored to meet me. Maybe you can keep it down? Ernsthaft? Lebt immer noch? I don't remember inviting you. Look out! Geht doch. Diese spezielle Zugangskarte unterscheidet sich nur leicht von den anderen. Die Ecken sind abgewetzt und die Beschriftung ist verblasst. Es ist unklar, ob sie funktioniert. Wenn das Licht in einem bestimmten Winkel steht, sind die Worte vage auf der Karte zu erkennen. Okay. Na dann. Looks good. Die Jagd. Dann sind wir eigentlich ganz gut durch. Looks good. Wenn wir jetzt noch was Kleines hier platt machen können, um alles hier voll zu bekommen, könnten wir nochmal unser Vieh da hinten versuchen platt zu machen. Aha, und wie? Wie kann ich das Ding öffnen? Hier, deine Mission ist abgeschlossen. Du großer, tapferer Held. Links, die Jagd. Die Jagd zur Linken, die Harmonie zur Rechten, die Gelehrsamkeit im Herzen. Alles erledigt.
Der Drache auf deiner Brust. Das ist die Bewahrung auf deiner Brust. Das ist der Schatz zum Schutz der Ionen, den ich mir ausgedacht habe. Bitte ändere die Worte nicht. Wir wollen die Ionen nicht beleidigen. Aber ich habe diesen Satz nur 167 Mal rezitiert und du hast den Sternanker bereits reaktiviert. Als ich den Satz aufgesagt habe, habe ich es begriffen, dass du mir geholfen hast, meine Aufgabe zu erfüllen. Damit ich im Team bleiben kann, muss ich das Monster finden, das Alfred getötet hat, und ihn rächen. Du wirst sowas von draufgehen, lass das. Ich werde dir beweisen, dass ich den Mut besitze, diesen Schritt zu tun, bevor die lange Nacht des Todes kommt. Ich hoffe, dass dies nicht unsere letzte Begegnung ist. Leb wohl, Caspian. Wir werden uns nie wiedersehen, wenn du das wirklich durchziehst. Du Sack. Also, ist die komische Krabbe hier wieder drauf? Ja, da ist sie. Komm, dich hole ich, dich hole ich, dich hole ich, dich hole ich. Hab ich dich. Oh. Er hat Angst. Tut mir gerade leid. Oh. Tut mir gerade leid. Hört auf, die Kleinen zu hauen. Was, es kann entkommen? Who's the lucky one today? Sorry, nee. Sparschwein, du wirst jetzt gegrillt. Sparschwein, du wirst jetzt gegrillt. Oh, das sieht schlecht aus. Ich will das Sparschwein eigentlich jetzt knacken. Gefallen. Andererseits will ich gerade meine Ultis nicht verbrauchen. Mann. Na gut, das heißt, wir frieren das Ding ein. Das ist Star Rail, Honkai Star Rail. Bei den Machern von Genshin Impact. Okay, ich krieg das gar nicht mehr. Okay. Gut, ich könnte jetzt fies sein und... Ja gut, knacken wir das Stein. Knacken wir es. Ich will wissen, was es droppt. Ich will sehen, was das Schwein droppt. Reach the end of the story in your own way. Hat das was gedroppt? Habe ich es jetzt umsonst massakriert? Das arme Schweinchen? Ich glaube, ich bin ein Monster. War so geil auf den Loot, dass ich es jetzt das arme Schweinchen platt gemacht habe. Es hatte nur Angst, es wollte nur weglaufen. Schnief. Kann ich auch woanders hin? Ach, hier. Ein Hinkelstein. Was ist das? Kampf des Verstandes ist eine Quelle des Stolzes. Körperliche Anstrengung bringt Schande. Das ist völliger Unsinn. Zählt körperliche Arbeit jetzt nicht mehr als Arbeit? Heute werde ich allen zeigen. Zeig es ihnen. Volle Zustimmung von mir. Um was geht's gerade? Alle anwesenden Mitarbeiter werden um Aufmerksamkeit gebeten. Die harte Raumstation befindet sich in einer schwierigen Phase der Wiederbelebung.
Im Kampf gegen die Legion wurden einige unserer Kollegen von Monstern abgeschlachtet und ihre kalten Körper wurden in den stillen Raum geworfen. Ziemlich gruselig. Der Cyberangriff hat die jahrelange Forschungsbemühungen zunichte gemacht. Die beschädigten Kuriositäten zerfallen langsam in einer schwerelosen Umgebung. Also, alles, soweit das Auge blickt, wurde in Ödland verwandelt und in unseren Hütten treiben sich immer noch Monster herum. Ich glaube, du wirst geradezu melodramatisch. Egal wie viele glanzende Erfolge ihr alle erzielt habt, wir können es uns nicht mehr leisten, wie Einsiedler zu leben. Wir müssen alle Leute mobilisieren, unsere Vorteile ablegen und zusammenarbeiten und die verlorenen Kuriositäten wiederzufinden und die beschädigten Hütten zu reparieren. Ich bin ganz Ohr. Wie inspirierend. Wenn es euch auch nichts ausmacht, möchte ich keine Beschwerden über körperliche Arbeit mehr hören und ich möchte auch nicht sehen, dass jemand die Arbeit aufschiebt. Wenn ihr an der Wiederbelebung von Kuriositäten interessiert seid, meldet euch bitte so schnell wie möglich beim Trupp der Kuriositätensammlung und der Anführer von Mensch in der Basisstation. Diejenigen, die sich für Reparaturarbeiten interessieren, können jetzt zu mir, um das Verfahren zu erlernen. Müssen alle mitmachen? Ich kann das, ja. Gut. Bist du der junge Mann, der in der Hauptkontrollbasis ausgeholfen hat? Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Lass mich raten, ich soll Monster verkloppen. 45 Meter vor der Tür, wo wir gerade befinden, ist der Korridor stark beschädigt. Ich habe nachgesehen und das kleine Munitionsdepot auf der anderen Seite des Schadens ist von Monstern besetzt. Ich wusste es. Ich fürchte, unser normalen Personal wird damit nicht fertig. Dann bin wohl nur noch ich übrig. Ja, und sorge dafür, dass die Straße repariert und die Monster am Ende der Straße erledigt werden. Ich habe noch viele andere Dinge zu tun. Bitte melde dich bei mir, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Wow. Er ist auf jeden Fall unser Monster, das wir noch platt machen müssen. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Oh, wow. Time to twirl. Ja, haut drauf. Time to twirl. You can't run. Hauen wir drauf. Watch this. Let's make it quick. Geht doch. War das nicht der Ort, wo wir waren, wo es so komische Stimmen gab? Ach, das war alles? Lol. Hallöchen, Hinkel. Junger Mann, bist du wieder da? Lass mich die Augen schließen und deine Arbeit begutachten. Was? Die Zeitverlängerung, mit welcher der Ton die beiden Ohren erreicht, liegt bei 0,5 Millisekunden, was darauf hinweist, dass die Quelle sich in der 3 oder 9 Uhr Position befindet. Der Klang ist im linken Ohr viel lauter, was die 9 Uhr Position bestätigt. Das bedeutet, dass die Monster auf der 3 Uhr Position beseitigt wurden. Gut gemacht. Was für eine unglaubliche Fähigkeit. Wow, sie kann hören. Kann nichts hören. Warum siehst du es dir nicht einfach an? Hey, guter Punkt. Ich sollte auch darüber nachdenken, ob ich wie andere auch die Abhängigkeit der Gelehrsamkeit geraten bin und einfach und wirksame Methoden ignoriert habe. Kurz gesagt, danke für deinen Beitrag zur Härte-Raumstation. Das ist die Belohnung, die ich bei Asta, der Forschungsleitung, beantragt habe. Bitte nimm sie an. Ich danke dir, du hast dir viel Mühe gegeben. Na dann. Als ich ein unbekannter Forscher war, sagten mir die ersten Leute, die keine Mühen scheuten, um die Härte-Raumstation zu bauen, dieses Universum ist nicht freundlich, es ist riesig und dunkel. In diesem riesigen Universum gibt es unzählige Augenpaare, die auf die Raumstation blicken, mit den unterschiedlichsten Absichten. Die einen sind auf die Kuriositäten aus, die anderen beneiden sie um ihre Naturalität und Freiheit. Andere verachten sie oder sehen sie als Schachfigur, die man nach Belieben zerstören und mit Füßen treten kann.
Vielleicht sind wir Forscher die Einzigen, die die Freude, Traurigkeit, Offenbarung und Kameradschaft verstehen, die uns gebracht hat. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, um sie zu schützen. Oh, sehr inspirierend. Na komm, sollen wir es nochmal versuchen, das Ding hier platt zu machen? Jetzt haben wir ein paar Ultis bereit. Wir machen das Ding platt. Wir machen das Ding platt. Wir machen dich platt. Hast du gehört? Wir machen dich mit Ultis platt. Nimm das! Time to get vigilant. Also, fangen wir damit an. You know who I am. Ever see a diamond Bye bye. this big? Oh, it's all yours. Time to Das get sieht doch schon vigilant. besser aus. Hm, Who's the lucky one today? My turn. Verteidigung. Stay right there while I give you a present. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Und kriegen wir die jetzt weg? Das sieht doch nicht mal übel aus. Oh. Na gut. Hauen wir euch mal weg. Oh. You must be honored to meet me. Das sieht doch schon gar nicht mal so übel aus. Hm. Gehen wir damit? Rules are made to be broken. Ausdehnung. Dann hauen wir die drei mal weg. Sehr gut. What are you looking at? Läuft doch schon viel besser, oder? Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers Was so ein paar Ultis einen Unterschied machen. Was? Der lebt noch? Try that again. I don't remember inviting you. Hm, ja, hauen wir dich erstmal weg. You have the worst luck running into me. Komm. With me out Heilen wir here, dich erstmal. how can we lose? Let's go. Batter up. You must be honored to meet me. This is gonna hurt. A guest with no manners, huh? Ja, komm. My turn. Verteidigung. Verteidigen wir dich nochmal. There while I give you a present. Let's make it quick. Und Ausdehnung mal zur Abwechslung. What about this? Ja, das hätte mehr als abgezogen. Was für ein Sack. Gut, hauen wir dich erstmal komplett weg. Rules are made to be broken. Das sieht doch viel besser aus als das letzte Mal. Viel, viel besser. Time to twirl. Oh, was meint ihr? Viel, viel besser. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Mann, was für ein Sack.
Verteidigung, verteidige ich mal selber. Me out here? How can we lose? I don't remember inviting you. Und gehen wir das Ding erstmal ein. Sometimes. Check out this awesome move. Aber ich glaube, das wird nicht zählen. Ja, bringt nichts. A guest with no manners, huh? Who's the lucky one today? Let's go. Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. So. Ausdehnung wird wohl nichts reichen. Try that again. Damit auf die Kleinen. Ist ja schlimm. Stay right there while I give you a present. Und können wir doch das Ding hier? Oh, nee, wenn, dann würde ich lieber den nächsten. Ah, dann. War nicht das, was ich machen wollte, aber egal. Verteidigung brauchen wir keine mehr. Wir hauen lieber da drauf. A gift from the stars. You can't run. Und weg ist das Ding. Geht doch. Looks good. Lass mich nicht verarschen. Keep at it. Ah, warte. Keep at it. Ah, okay. Hab endlich kapiert, für was das da Ding gut ist. Verstärkung. Upgrade configured. Das sind Sachen, die ich quasi machen kann, bevor es losgeht. Interesting. Na gut. Wo muss ich jetzt hin? Missionen. Hauptkontrollzentrum. Okay. Können wir auf jeden Fall nächstes Mal, wenn wir das Spiel spielen, mit der Main Quest weitermachen. Wanna go take some pictures? Sprich mit Shinqui. Ach, mit der hier. Mit dem hier. So, noch einmal. Alles überprüfen. Forschungsthema, kein Fortschritt. Meeting zum Fortschrittsbericht in letzter Minute ausgerichtet. Leistungsüberprüfung ausgewertet. Okay, gut, alles läuft nach Plan. Ah, ich glaube, die kenne ich noch nicht. Das Schicksal hat uns wohl noch zusammengeführt. Während dieser gemeinsamen Zeit, die wir uns vor Arbeit davor stehlen. Musst du nicht zurück an die Arbeit? Wie definiert man Arbeit? Ist es Arbeiten, wenn man den ganzen Tag von irgendwelchen schwammigen Daten sitzt oder darüber nachdenkt, wie man die perfekte Rede für einen Leistungsbericht abliefert? Solche oberflächlichen Verhaltensweisen bringen dich nicht weiter. Wenn dein Gehirn nicht auf Hochtouren läuft, unterscheidet sich Arbeit dann wirklich von Herumdösen? Gleichermaßen sollte es als wahre Hingabe an deine Arbeit angesehen werden, wenn du deiner Pause an die Arbeit denkst. Verstanden? Wow. Ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Die majestätische Legion des Chaos in Herzer des Kuriositätenkabinetts erscheint kein Ende zu nehmen. Es wird Zeit, sich von der Forschung zu verabschieden und sich Ruhe und Entspannung zu gönnen. Glücklich und frei. Entschuldigung? Wer bist du? Hast du nicht gesehen, dass ich singe? Wo sind deine Manieren? Man hat nicht oft die Gelegenheit, nichts zu tun. Genieße es, solange du kannst. Wenn es gerade nicht so viel Tumult gäbe, säße ich immer noch in der Kabine fest und würde ihre sogenannte Forschung erledigen. Ich habe es immerhin bis hierher geschafft und ich habe meine Haare noch. Man sollte sich keine Gedanken darüber machen, dass andere Leute besser leben. Das schlimmste Szenario ist das, dass wir alle zusammen umkommen. Wow. Sieh es mal so, selbst wenn die Neutrino explodiert und damit die Zerstörung ankündigt, lohnt es sich dennoch etwas so Schönes zu sehen. Ich
freue mich so, dass ich jetzt mein Leben so vergeuden kann, wie ich es möchte. Und wie ich mich freue. Kann ich dir irgendwie helfen? Was sagst du? Ich habe dich an meiner Freude teilhaben lassen. Da kannst du mir auch bei meiner Arbeit helfen. Wir in der Abteilung für angewandte Kunst haben Anordnung erhalten, Bilanz zu ziehen, was die verschiedensten Verluste der Raumstation angeht. Dafür müssen wir Gebiete wie der Bahnsteig evaluiert werden. Jegliche Dinge, die von der Legion in diesem Gebiet beschädigt wurden, ob mobil, immobil, müssen fotografiert und an der IFK gemeldet werden. Ich habe schon so viel zu tun. Warum hilfst du mir nicht? Und keine Sorge, du wirst etwas davon haben. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit Sterne beobachten. Was bist du doch für ein Klugscheißer? Dir Gedanken über deine Fotos. Ich warte hier auf dich und summe Melodien. Die Galaxie ist wirklich ein unvergesslicher Anblick. Ey, was soll das heißen? Excuse me? Kann ich eigentlich bei dem kaufen? Ach so, Verstärkungsmaterialien. Die Gesamtkosten ziehen Belohnung und hier werden eingesehen. Oh, okay. Für 1500 kann ich... Habe ich überhaupt... Nee, ich habe nicht mal... Warte. Ah. Ist das sowas wie die Souvenirgeschäfte, wo ich die Animo-Siegel abgebe? Ist das sowas? Sind das die Animo-Siegel dieser Station? Ja, würde ich mal sagen. Das sind Animo-Dinger. Schätze ich mal, oder? Bin verwirrt. Na gut. Weil, wenn das sowas ist, kann ich die auch gerade hier raushauen. Ach so, ich kann hier solche Sachen kaufen. Die Frage ist, was könnte ich... Schatten der Zerstörung. Nehme ich. Abholen. Abholen. Wuff, Zeit zum Laufen. Oh. Okay, verstehe. Das heißt, je nachdem werde ich wohl hier noch öfters mal vorbeikommen. Und ich muss vermutlich jetzt zur Versorgungszone und ein paar Fotos schießen. Wow. Wieso will er, dass ich den Star Rail abfotografiere, der Sack? Sehr mysteriös. Na gut, haben wir abgeschlossen. War das jetzt alles? Wanna go take some pictures? Haben wir gerade eben gemacht. So sieht man sich wieder. Bist du dieses Mal auf Urlaub hier? Setz dich ruhig neben mich und mach deine Pause. Ich habe alles fotografiert. Schon wieder da? Das ging aber schnell. Hier in meinem Geschäftsbuch ist noch jede Menge Platz. Also was hast du gesehen? Der Astralexpress? Streng genommen ist der Express gar nicht Teil der Raumstation. Dachte ich mir schon. Hey, du gehörst zu den Leuten vom Express, oder? Ich tue dir einen Gefallen und trage den Schaden in mein Buch ein. Und den kaputten Roboter. Ein stromlinienförmiger Körper, ein silbriger weißer Glanz. Ist das der Roboter, der Astra bestellt hat? Ich muss schon zugeben, sie hat einen großartigen Geschmack. Reichen die? Mehr oder weniger. Ich habe alles ins Buch eingetragen. Du kannst es dir ansehen.
Wow. Das sind teure Werte. Dunkle Streichhölzer, was? Was du nicht sagst und die IFK wird für jeden Einzelnen aufkommen. Deshalb musst du dich nicht zurückhalten. Okay, ich kümmere mich um die Bücher und gebe sie dann später ab. Du solltest dich ausruhen. Ich glaube, wir sind dann damit fertig. Sind wir durch mit den Missionen? Ja. Wir haben alles erledigt. Das nächste Mal könnten wir die Hauptmission machen, schätze ich mal. Folge. Das ist alles egal. Hier müssten wir eigentlich noch was haben. Warte, ein Check-in. Oder habe ich die alle schon? Und was ist das hier? Sieg im Schlaf. Ah, 21. Okay. Verstehe. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir für heute fertig. Gibt es noch Fragen? Kann ich euch noch was Gutes tun? Nichts? In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Schönes. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream. Dann werden wir vermutlich das RP machen. Bisschen wie Archet. Ich habe Full Body vorbereitet, Full Body aufgeladen. Wird lustig. In dem Sinne, gute Nacht zusammen. Bye bye. Der TikTok-Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye bye. Long. Dasselbe auch für YouTube und Twitch. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bye bye. Gute Nacht. Der Stream wird beendet in 3, 2, 1.